Übersicht. Der O5-Rat, das O5-Kommando, die Aufseher Overwatch bilden die höchste Entscheidungs- und Kontrollinstanz der Foundation. Jedes O5-Mitglied verfügt über nahezu vollständige Kenntnisse über die Foundation, ihre Strukturen und ihre Aktivitäten. In dieser Position kennen sie selbst die kleinsten Geheimnisse der Organisation. Die Mehrzahl der Foundation-Mitarbeiter arbeitet ein ganzes Berufsleben, ohne jemals einem O5-Mitglied gegenüberzutreten. Mitglieder unter Sicherheitsstufe 2 kennen deren Existenz oft nicht einmal. Außerhalb der Foundation ist das Gremium selten bekannt oder wird von der Öffentlichkeit als Fiktion abgetan. Vor ihrer Präsenz wird in jeder Situation Angst spürbar. Ein O5-Mitglied kann jeden Raum betreten und sofort Aufmerksamkeit erzwingen. Solche Reaktionen spiegeln die immense Macht wider, die sie über eine der möglicherweise furchteinflößendsten Organisationen der Welt besitzen. Dieses Dossier präsentiert widersprüchliche Berichte über jedes O5-Mitglied. Unsere Recherchen sind umfassend, doch die Natur der Bedrohungen, denen die Foundation gegenübersteht, erschwert es, endgültige Aussagen zu treffen. Es ist möglich, dass mehrere Individuen dieselbe O5-Nummer erfüllen oder dass Dutzende von Personen diese Rolle vertreten. Vielleicht gibt es nur einen einzelnen Träger oder nur eine einzige Realität hinter allen Berichten. Möglicherweise stimmen nur Teile der Aussagen oder alle Berichte sind fragmentarische Darstellungen derselben Person, die durch Doubles und Desinformationen verzerrt wurden. Eventuell ist keines der Erzählungen wahr. Am Ende dieses Dossiers finden sich seriöse Quellen, die die Richtigkeit der hier gemachten Annahmen in Frage stellen. Entsprechend ist eine sorgfältige Beurteilung unerlässlich. O5.1. Eine Anmerkung zu O5.1. Was auch immer der Grund sein mag, O5.1 wird oft als das mächtigste O5-Ratsmitglied bezeichnet, wenn Berichte darauf hindeuten, dass es überhaupt ein mächtiges O5-Ratsmitglied gibt. O5.1. Der Gründer? Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer 148 plus Jahre alt. Variierendes Aussehen. Als ein Überbleibsel der okkulten Organisationen, die der Foundation vorangingen, profitiert er wahrscheinlich von mehr Konservierungstechniken als SCP-006 und besitzt wahrscheinlich ein hohes Maß an anomalem Schutz. Es wurde Bezug darauf genommen, er sei in Lumpen gekleidet, offensichtlich okkulte Bedeutung. Eine mögliche Identität des ursprünglichen Administrators. Es gibt starke Hinweise darauf, dass er Ende des 19. Jahrhunderts, möglicherweise 1866, als Aaron Siegel geboren wurde. Sicherlich war ein Aaron Siegel ein Physiker, der 1891 an der Cornell-Universität studierte, der nach diesem Jahr aus allen historischen Aufzeichnungen verschwand. Diese Zeitlinie stimmt nicht mit dem überein, was wir über die Aktivitäten von O5.1 wissen, aber angesichts seiner Position und der eingetretenen Ereignisse zur Umstrukturierung der Realität ist dies durchaus möglich. Gerüchten zufolge ist er Gears Vater. Wenn dies stimmt, wäre er der Großvater der Schwarzen Königin. Zwei widersprüchliche Sichtungen stechen hervor. Einmal erschien er in Gesellschaft von O5.2 als extrem alter Mann. Einmal erschien er in scheinbaren Sicherheitsaufnahmen eines unterirdischen Bunkers als ein junger Teenager. O5.1, der Mann mit der Unendlichkeitswaffe, männlich. Europäische Abstammung, spanische Herkunft, nicht gesehen seit dem 22. März 1962. Zuvor war er ein hochrangiger Beamter in einer Organisation für übernatürliche Studien und als ehemaliger Leiter des Kommando-Forschungsteams Omega 5, Gottes Zwillinge, zugeteilt, einem streng geheimen Projekt in San Marco, Mexiko. Beteiligte sich an der Erstellung der Kinder, eine kosmische Superwaffe zur Beseitigung der Interessengruppe Königreich von Abaddon, einer Gemeinschaft feindlicher realitätsverändernder Entitäten in Nordafrika. Er mordete den ersten Foundation-Administrator und stahl den Auslöser für die Waffe, bevor er floh und zusammen mit einer beträchtlichen Anzahl an hochrangigen Personalmitgliedern verschwand. Könnte die Interessengruppe Chaos Insurgency gegründet haben, obwohl Berichte über seine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe begrenzt und unbegründet sind. Es wird derzeit nicht angenommen, dass er am Leben ist, obwohl es möglich ist, dass er andere Mittel entdeckt hat, um sein Leben zu verlängern. Wenn er lebt, besitzt er die Fähigkeit, jederzeit und überall im Universum alles sofort zu vernichten. Außergewöhnlich gefährlich. O5.1, Eva, weiblich.
Afrikanische Abstammung. Uralte sumerische Herkunft. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer. Behauptet 10.000 bis 15.000 Jahre alt zu sein. Variierendes Aussehen. Behauptet, Adams dritte Frau zu sein. Behauptet, die Mutter der modernen Menschheit zu sein. Mögliche Mutter von SCP-076-2 und SCP-073. Behauptet, dass sie und Adam nicht die ersten Menschen waren, sondern nur die Anführer der ersten Ackerbau betreibenden Menschen. Möglicherweise berichtete Details variieren, die die Menschlichkeit aus dem Garten mitbrachten. Behauptet, dass Adam ein Realitätsbeuger war oder wurde, aber dass sie selbst keiner ist. Stattdessen besitzt sie einen Schutz vor Realitätsrestrukturierungen durch Anker, wie einige wenige des Foundation-Personals, inklusive des derzeitigen Administrators und Dr. Alto Cleve. Referenz: SCP-1000, SCP-2932 und realitätsrestrukturierende Kaskaden. O51 ist ein widerwilliges Gründungsmitglied der SCP Foundation. Als eine jener die Menschlichkeit aus dem Garten ließen, fühlte sie sich dafür verantwortlich, die Menschheit durch die ungewisse Zukunft zu führen und ihr zu helfen. Berichten zufolge ist sie häufig nicht mit dem Rest des O5-Rates einer Meinung. Trotz der Tatsache, dass sie sich eine O5-Nummer zu teilen scheinen, beziehen sich mehrere Berichte, die sich auf Eva beziehen, auch auf den Gründer als zusammen existierend und verweisen auf ihre bissigen Interaktionen. Sie scheint ein neugieriger Charakter zu sein. O51. Der Visionär. Männlich. Europäische Abstammung. Britische Herkunft. Scheint ungefähr 55 zu sein. Ehemals der Foundation Ihrer Majestät für die sichere Eindämmung des Paranormalen angeschlossen. Unterzeichner und Initiator des Abkommens der verbotenen Stadt. Glaubt grundsätzlich an die Gründung der Foundation durch Gottes Willen. Religiöse Unterstützung oder Desinformation. Könnte andere Vorgänger durch Drohung mit Vernichtung unter Druck gesetzt haben, damit sie die Foundation gründen. Aber warum gerade diese anderen Organisationen? Was besitzen sie? O52. Eine Anmerkung zu O52. Es wird gewöhnlich berichtet, dass O52 gewisse, einzigartige, anomale Eigenschaften besitzt. Wie ihr den folgenden Berichten entnehmen könnt, gibt es eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen dem großen Widerspruch. Übereinstimmung ist für Berichte über O5-Mitglieder ungewöhnlich. Mögliches Zeichen für eine Desinformationskampagne oder eine sehr starke Wahrheit. Vielleicht wissen wir welche, könnten es euch aber nicht sagen. O52. Die Gärtnerin. Weiblich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint 80 plus Jahre alt zu sein. Wirkliches Alter unbekannt. Kein ungewöhnliches Aussehen. O52 ist scheinbar eine zweite Version von Foundation-Direktorin Dr. Sophia Light. Ein Überbleibsel aus einer ausgelöschten Zeitlinie. Sie scheint an dieser Löschung beteiligt gewesen zu sein. Sie unterscheidet sich sehr von der derzeitigen Sophia Light, Direktorin von Standort 41, die den Status oder die Identität ihrer Alternative nicht kennt. Als extrem gefährlich angesehen, sogar im Vergleich zu den anderen O5. Dafür bekannt, schwierige, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Fördert die Forschung an SCP-Objekten und dem Anomalen im Allgemeinen. Hielt konsequent daran fest, obwohl sich die Haltung der Foundation gegenüber Eindämmung versus Forschung regelmäßig geändert hat. Drängte auf ein angemessenes Maß bei Kreuztests mit anomalen Objekten. Implementierte höhere Standards für die Kategorisierung nicht anomaler Objekte durch die Foundation. Glaubt stark an pragmatische Forschung oder theoretische Forschung, die zu pragmatischer Arbeit führt, und glaubt daran, dass dies auf lange Sicht für die Foundation am vorteilhaftesten ist. Möchte das Anomale dekonstruieren, damit die Foundation es versteht. Wird selten in der Öffentlichkeit gesehen. Angeblich eine großmütterliche Einstellung. Verwaltet verschiedene SCP-Objekte, die als Schlüssel für das O5-Kommando betrachtet werden, insbesondere SCP-006. O52. Die Nazaräerin, weiblich. Nahöstliche Abstammung. Israelische Herkunft. Variierendes Aussehen. Geht oft als männlich durch. Besitzt Verletzungen, die mit Kreuzigung übereinstimmen. Insbesondere deutliche Narben an Handgelenken und Füßen, Peitschenspuren und so weiter. O52 ist scheinbar eine Version von Foundation Dr. Sophia Light, entweder ein Überbleibsel einer ausgelöschten Zeitlinie oder vielleicht die Originalversion von Sophia Light, was die öffentlich bekannte Version zu einem Duplikat macht
oder zur selben Person. Sie scheint der öffentlich bekannten Sophia Light in Persönlichkeit und Aussehen, mit Ausnahme der ethnischen Zugehörigkeit ähnlich zu sein, unterscheidet sich jedoch aufgrund stark unterschiedlicher Lebenserfahrung. Die öffentlich bekannte Sophia Light ist sich des Status oder der Identität ihrer Alternative nicht bewusst. O52 besitzt verschiedene realitätsbeugende Fähigkeiten, deren Ausmaß derzeit unbekannt ist. Kann einen gewissen Anspruch auf göttlichen Status haben. O52. Der Weg. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint 50 plus Jahre alt zu sein. Kein ungewöhnliches Aussehen. O52 ist scheinbar eine Version von Foundation Dr. Sophia Light. Entweder ein Überbleibsel aus einer ausgelöschten Zeitlinie oder aus einer alternativen Zeitlinie eingewandert. Er ähnelt auf jede Weise der derzeitigen Sophia Light mit Ausnahme seines Geschlechts, Alters und Vornamens, Stefan. Er reist überall mit einer ähnlich ungewöhnlichen Sekretärin Leibwächterin hin, mit der er in einer romantischen Beziehung zu sein scheint. Sie heißt Tracy Lamont, scheint eine Version des Foundation-Agenten Troy Lamont zu sein und kommt vom selben Ursprung wie O52. Weder Dr. Light noch Agent Lamont sind sich über den Status oder die Identität ihrer Doppelgänger bewusst. O52 hat wiederholt auf eine besonders tiefgreifende Änderung der Politik der Foundation gedrängt. Anomale Objekte, die von der Foundation komplett verstanden werden, werden allgemein freigegeben und der nicht anomalen wissenschaftlichen Gemeinschaft, auch solche, die den aktuellen Normalitätsstandards und etablierten wissenschaftlichen fremd sind, vorgestellt. Bisher hat er aufgrund des starken Widerstands anderer Mitglieder des O5-Rats wenig Erfolg bei diesem Vorhaben gehabt. O52, der wartet. Männlich. Europäische Abstammung. Französische Herkunft. Scheint etwa 60 zu sein. Ehemals dem Estate Noir angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. DNA-Tests zeigen, dass er scheinbar ein Vorfahr von Sophia Light ist. Schlug ein Anomalie-Progressionsmodell vor, das auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik basiert und von den anderen Mitgliedern des O5-Rats abgelehnt wurde. Seit ihrem ersten bekannten Meeting hat er gewöhnlich mit Enthaltung gestimmt. Prägte den Begriff Keter easy. Im Gegensatz zur üblichen Übersetzung von Krone prägte der wartet Keter im Kontext von warten, PC. Warten auf was? Ein Auszug eines Dokuments verfasst von O52 lautet wie folgt. Bis dahin herrscht Chaos im System. Einmal schlug ich vor, dass wir die Welt in ihren ursprünglichen Zustand führen, doch die anderen waren dagegen, um eine Tyrannei aufzubauen. O52, der Archivar O52 ist eine künstliche Intelligenz. Laut einigen Berichten war O5 ein Automat, der von anderen Foundation-Mitgliedern mittels mekanitischer Technologie zusammengesetzt wurde. Dieser O52 wurde für seine analytischen und mathematischen Fähigkeiten geschätzt und diente im Rat als Stimme der Zurückhaltung und Vernunft, doch die anderen Ratsmitglieder schenkten ihm nie das volle Vertrauen. Neuere Berichte bestätigen, dass eine künstliche Intelligenz weiterhin als O52 im Rat ist, obwohl unklar ist, ob es sich tatsächlich um dieselbe Entität wie der ursprüngliche O52 handelt. Wenn dies der Fall ist, muss im Laufe der Zeit fortschrittlichere Technologie integriert worden sein, um einen Supercomputer zu schaffen, der in der Lage ist, die gesamte Foundation-Datenbank zu überwachen und das globale Überwachungssystem PANOPTICON zu bedienen. Es scheint, dass es eine Art Vereinbarung mit der Broken Church gab, die dies zuließ, wobei der Archivar angeblich als Gefäß für einen mekanietischen Halbgott diente. In neuerer kirchlicher Literatur wurde diese Version von O52 jedoch als Sophia bezeichnet, ein Name mit historischer Bedeutung für die Mekaniten als mechanische Prophetin, die die Kirche verriet, um sich ihren Feinden anzuschließen. O53. O53, das Kind oder das allsehende Auge, männlich, europäische Abstammung, scheinbar, unbekannte Herkunft, scheint 17 bis 19 zu sein, obwohl sicherlich viel älter. Hat immer langes blondes Haar, Brille, eine Jeansjacke mit Flicken und einen einzelnen Knochenohrring. Noch nie persönlich gesehen, kommuniziert durch ein Computerterminal. Präsentiert sich gewöhnlich als männlich, manchmal als weiblich, manchmal als nicht-binär / andere. Erklärt dies nie. Ein Informant schlug mir vor, dass es ein Computerfehler ist.
Es fällt uns schwer zu glauben, dass dies nicht beabsichtigt ist. Ursprüngliche Identität unbekannt. Verschiedene Spionageberichte behaupten, dass er tatsächlich tot ist und nur in den Computermatrizen existiert, die er erstellt hat. Übermäßig freundliche Persönlichkeit. In der Regel. Ein relativ aktives O5-Mitglied an bestimmten Standorten. Verschiedene Gerüchte besagen, dass O53 der Bruder von SCP-2772 ist, wahrscheinlich, und in den 1960ern zur Erfindung des Internets beigetragen hat. War vielleicht niemals menschlich, möglicherweise eine künstliche Intelligenz, die in der Foundation-Dokumentation als das allsehende Auge bezeichnet wird. Die Quelle Der verschluckte Schwanz verbindet das Kind mit einem Bild zweifelhafter Herkunft, das ein koreanisches Kind zeigt, betrachtet dieses Bild jedoch mit Skepsis. Wahres Aussehen von O53, unbekannt. O53 hat Berichten zufolge die Leitung der Administration der Foundation eigenen Aufnahmen und Informationssicherheit inne und verwaltet alle digitalen Aufzeichnungen der Foundation. Scheint in der Lage zu sein, zukünftige Ereignisse, einschließlich außergewöhnlicher, vorherzusagen. O53, der Philosophenwissenschaftler, männlich. Asiatische Abstammung. Japanische Herkunft. Scheint 60 plus Jahre alt zu sein. Tatsächliches Alter unbekannt. Kein ungewöhnliches Aussehen. Trat in den 1930ern dem O5-Rat bei, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dafür bekannt, sich um die sozialen Auswirkungen der Wissenschaft zu kümmern. Stark gegen sozialen Darwinismus. Allgemein eine Stimme der Vorsicht, das Gewissen des O5-Rats, auch wenn er oft von anderen Mitgliedern überstimmt wird und sogar Foundation-Projekte befürwortet, denen er nicht vollständig zustimmt. Half dabei, das Ethikkomitee zu gründen, spielt möglicherweise noch eine führende Rolle in dieser Organisation, falls sie überhaupt existiert. Bereits als O5-Ratsmitglied promovierte er in klinischer Psychologie. War die ursprüngliche Person, die dafür verantwortlich war, psychologische Untersuchungen des Foundation-Personals einzuführen. O53. Der Leuchtturm. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint 50 plus Jahre alt zu sein. Tatsächliches Alter unbekannt. Variierendes Aussehen. Führte eine lebenslange Studie verschiedener Methoden durch, große Gruppen von Menschen zu kontrollieren. Eine besondere Faszination an Religion und religiösen Kulten. Von anderen O5-Ratsmitgliedern überzeugt worden zu untersuchen, wie auch große Gruppen von Menschen rentabel gemacht werden können. O53 ist besonders in Mythen gehüllt. In manchen Berichten wird er als echte übernatürliche Gestalt präsentiert, in anderen als vollkommen gewöhnlicher Mann. Normalerweise könnte dies auf religiös bedingte Manipulation zurückzuführen sein, doch als ein O5-Mitglied kann ein Anspruch auf göttlichen Status nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Verbindung mit L. Ron Hubbard. O53. Der Einsiedler. Männlich. Europäische Abstammung. Russische Herkunft. Scheint um die 80 zu sein. Hat einen markanten Bart. Stand ehemals mit den Sehern des Zaren in Verbindung. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Beugt sich leicht der allgemeinen Meinung, auch wenn diese Entscheidung eigentlich nicht seine Wahl ist. Interagiert direkt nur mit anderen O5-Ratsmitgliedern. Nutzt geschriebene Nachrichten, um Befehle an Untergebene zu übermitteln. Ist dafür bekannt, konsequent im Overwatch HQ zu bleiben. Möglicher Hüter eines Geheimnisses? O54. O54. Der Botschafter. Männlich. Australische. Kori-Abstammung. Kanadische Herkunft. Mitte 40. Kein ungewöhnliches Aussehen. Bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Ehemaliger Feldagent der Foundation. Viele aufgezeichnete Sichtungen. Im Gegensatz zu allen anderen Mitgliedern des O5-Kommandos interagiert er häufig mit Agenten oder Vertretern von externen anomalen Interessengruppen. Er arbeitet auch mit dem Administrator in einer traditionelleren Botschafterrolle zusammen und trifft sich privat mit Staatsoberhäuptern und hochrangigen Organisationen wie der Global Occult Coalition / den Vereinten Nationen, um über Fragen wie den Zugang der Foundation zu anderen Ländern zu verhandeln. Hat einen beträchtlichen Stab aus Diplomaten unter sich. Passend. Möglicherweise an einen esoterischen / anomalen Regelsatz gebunden. Untersuchung erforderlich. Auszug aus der abgefangenen Kommunikation. Viel Feldarbeit und am falschen Ort zur richtigen Zeit.
musste ein kleines bisschen Diplomat sein und endete dabei, über die Jahre mit verschiedenen Interessengruppen zu sprechen. Wurde ziemlich gut darin. Zu gut, wirklich. Ein anderer von denen, die befördert wurden, weil er so verdammt gut in seiner Arbeit ist, aber nicht ganz vertrauenswürdig, weil er zu Orten geht, zu welchen Menschen nicht gehen sollten, und Geheimnisse bewahrt. Seine Loyalität steht außer Zweifel, nur die Weisheit seiner Exkursionen. O54. Der Märtyrer. Verstorben. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Anfang 40. Kein ungewöhnliches Aussehen. Erlangte seine Position, als er während einer versuchten feindlichen Übernahme der Foundation dazu gezwungen wurde, einen früheren O54 zu exekutieren. Starb später unter höchst geheimen Umständen. In der Öffentlichkeit heißt es, er wäre einen Heldentod gestorben. Wir vermuten etwas anderes, doch Berichte behaupten, er wurde aufrichtig betrauert. Also, vielleicht wahr. O54. Frost. Verstorben. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Anfang 40. Kein ungewöhnliches Aussehen. Ein entspannter, sanfter Mann, trotz seines strengen Rufs. Scheut sich nicht, in der Öffentlichkeit aufzutreten oder seine Projekte zu veröffentlichen. Hielt beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen aufrecht, um dem entgegenzuwirken. Bekannt dafür, mit einem großen, freundlichen Mastiff namens, fast komisch, Rover zu reisen. Reflektierte nicht die Denkweise seiner Landsmänner bezüglich der Verwendung anomaler Objekte, war stark gegen den Einsatz von SCP-Objekten als Waffe. Eins von mehreren O5-Ratsmitgliedern, welches stark gegen Kreuztests und in vielen Fällen auch gegen die allgemeine Erforschung von Anomalien war. Kam zu sich selbst nach einer Reihe von Vorfällen, bei denen SCP-076 die Zerstörung von Areal 25 und MTF-Omega-7 verursachte, nachdem Dr. Kondraki Standort 19 größtenteils durch einen Eindämmungsbruch von 682 zerstörte, was eine Reaktion war auf die Manipulation durch O5-Mitglieder, einen Forscher, der sich und mehrere Standorte zerstörte, und mehrere schwere Unfälle, die durch Tests mit SCP-Objekten verursacht wurden. Nach diesen Vorfällen fanden O54 und seine neuen Verbündeten innerhalb des O5-Kommandos ihre Position plötzlich sehr populär. Eine große Anzahl an Projekten wurde endgültig beendet und ein neuer Grundsatz trat in Kraft: Es sollen nur wenige Forschungen an anomalen Objekten durchgeführt werden, außer jenen, die für die Eindämmung erforderlich sind. Die Forschung wurde als zu gefährlich angesehen. SCP-Objekte wurden meist isoliert voneinander untersucht. Kreuztests wurden größtenteils eingestellt. Dies wäre für den größten Teil des folgenden Jahrzehnts die inoffizielle Politik der Foundation. Der Einfluss von O54 begann in jüngerer Zeit zu scheitern, und dann wurde er abrupt von Mitarbeitern der Chaos Insurgency ermordet. In der Praxis könnte dies angesichts des Wesens der Insurgency fast alles bedeuten. O54, der Sammler. Entfernt. Männlich. Abstammung unbekannt. Herkunft unbekannt. Alter unbekannt. Aussehen unbekannt. O54 war der erste, dem es persönlich gelungen ist, eine vollständige Serie der Little Misters und Mr. Collector in die Eindämmung der Foundation zu bringen. O54, der Gangster. Übergelaufen. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Aussehen unbekannt. O54 spielte eine große Rolle in der Manipulation von Weltregierungen und Wirtschaftssystemen durch die Foundation. Darüber hinaus unterhielt er umfangreiche Beziehungen zum organisierten Verbrechen und zum einheimischen Terrorismus, welche es vor seiner Ernennung in den O5-Rat gab. Er ließ einfach nicht von ihnen ab, und der offensichtliche Einsatz von Verbindungen zum Verbrechen während der frühen Jahre der Foundation erlaubte es ihm, diese fragwürdigen fortdauernden Beziehungen zu rechtfertigen. Die meisten Leute, die die Foundation während ihrer Gründungsjahre verschwinden oder ermorden ließ, wurden unter der Schirmherrschaft von O54 ins Visier genommen. Half dabei, die erste Iteration der Chaos Insurgency als eine Geheimoperation der Foundation zu gestalten, bevor er während des Foundation-Bürgerkriegs mit einer vollständig umgesetzten Chaos Insurgency abtrünnig geworden ist. Obwohl er nicht das Superhirn hinter der wahren Insurgency war, besser gedacht als Bündnis zwischen dem damaligen O57 und O511, ist er wahrscheinlich maßgeblich für ihren Erfolg nach der Spaltung verantwortlich,
denn als er ging, nahm er seine Verbindungen mit. Als O54 überlief, löschte die Foundation all seine Operationen aus, ordnete seine übrigen Mitarbeiter neu zu oder terminierte sie. Obwohl es für sie auf lange Sicht eine gute Wahl war, trug dies teilweise zu bestimmten Destabilisierungen in der damaligen Weltwirtschaft bei. Es wird gemunkelt, dass er Al Capone und eine Reihe anderer Krimineller persönlich gekannt hat. O54, der Veteran, männlich, europäische Abstammung, deutsche Herkunft, scheint etwa 50 zu sein, hat einen markanten Schnurrbart. Ehemals der imperialdeutschen Behörde zur Erforschung anomaler Begebenheiten angeschlossen, Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Es wird angenommen, er habe im 5. Okkulten Krieg im Namen des Deutschen Reiches gekämpft und die in Gerechtigkeit vereinte Miliz, bekannt als die Boxer, besiegt. Gibt an, ungewöhnlich detailliertes Wissen über die Deava und die militärische Taktik der Mekkaniten zu haben. Behauptet, Napoleon Bonaparte persönlich getroffen zu haben, obwohl er behauptet, dass die Iteration von Bonaparte, die er getroffen hat, anomal verbessert wurde. Begleitet gern Mitglieder der Mobile Task Force bei Feldoperationen. Unruhig und mag keine Schreibtischarbeiten. O55. O55. Amsel. Männlich. Europäische, nahöstliche Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein. Ziemlich sicher älter. Bevorzugt Tweedanzüge, die gewöhnlich mit einem Mantel und Hut mit Amselnadel getragen werden. Trägt Krawatten mit Vögeln. Unbekannte Bedeutung, wenn überhaupt. Sehr freundlich und vertraut in gutem Benehmen. Neigt dazu, entspannt und gemütlich zu sein, wenn er die Option hat. Einer der prominenteren O5 wird relativ häufig in der Öffentlichkeit gesehen. Es ist wenig bekannt über seine spezifische Rolle, obwohl er schon lange im Rat ist. Ein Künstler mit Talent. Dafür bekannt, 5 Amseln als Unterschrift zu skizzieren. O55. Der gewöhnliche Mann. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein. Das Aussehen ist durchaus gewöhnlich. Bevorzugt es, in jeder Hinsicht durchschnittlich zu erscheinen. Ausnahme. Wird fast immer in gegerbten Lederschuhen gesehen. Über O55 sind nur wenige Kenntnisse verfügbar. Es ist bekannt, dass er gelegentlich mit SCP-108 aus unbekannten Gründen reist. Angesichts der Versuchsaufzeichnungen über 108 vermute ich, dass er sie, entweder direkt oder durch Forschung, als eine Art letzten Fluchtweg nutzt. O55. Der Unternehmer oder der Schatzmeister, männlich. Europäische, nahöstliche Abstammung. Westeuropäische Herkunft. Mitte 40. Kein ungewöhnliches Aussehen. O55 überwacht die Frontorganisationen der Foundation. Kümmert sich um die Finanzierung fast aller Foundation-Projekte. Manipuliert gewohnheitsmäßig Volkswirtschaften zum Vorteil der Foundation. Er erreicht dies nicht direkt durch anomale Mittel. Ja, die Foundation könnte einfach Gold machen, aber große Mengen Gold in eine Volkswirtschaft fließen zu lassen, würde diese destabilisieren. O55 leitet nicht nur die Frontorganisationen, er macht sie auch profitabel. Andere stellen Arbeiter an, O55 bezahlt sie, nie in der Öffentlichkeit gesehen. Viele Berichte identifizieren ihn als dieselbe Person wie O55 Amsel und andere nennen Amsel eine Fiktion oder falsches Double. O55, offenkundiges Schicksal, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Scheint etwa 50 zu sein, sauber rasiert. Früher der American Secure Containment Initiative, ASCI, deutsche-amerikanische Initiative zur sicheren Eindämmung angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Ein fester Gläubiger der menschlichen Herrschaft über die Natur. An der Dezimierung von SCP-2750 beteiligt. Macht häufig Ausflüge zum Yellowstone Park. Zweck unbekannt. O56. O56, Cowboy oder der Amerikaner, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Mitte 40. Langes Haar in einem Pferdeschwanz. Trägt fast immer weiße Anzüge mit einem weißen Stetson-Cowboy-Hut, Boss of the Plains, und trägt einen weißen Stock mit einem Griff in Form eines Wolfskopfes mit sich. Unbekannte Bedeutung, wenn überhaupt. Ehemaliger Top-Feldagent der Foundation. Andere Details seiner vorherigen Identität sind unbekannt, wahrscheinlich ausgelöscht. Professionell und doch freundlich. Ein Ruf für hohe Kompetenz. Spielt die Art Alleskönner-Rolle innerhalb der Foundation.
konzentriert sich aber besonders auf Fragen der Foundation-Sicherheit. Einer der O5, die häufiger in der Öffentlichkeit gesehen werden. Reist mit 2 männlichen Leibwächtern, die Thompson und Black genannt werden. O56, das Aushängeschild oder der Älteste, männlich. Afrikanische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer. Wahrscheinlich 200 plus Jahre alt. Als eines der Gründungsmitglieder des O5-Rats war O56 schon alt, als er beitrat. Er soll jetzt sogar über die Fähigkeiten von SCP-006 hinaus gealtert sein, um ihn zu verjüngen. Er überlebt vorerst noch, aber er ergreift selten oder nie Maßnahmen im O5-Rat. Seine Sekretärin erledigt Dinge für ihn, bis hin zur Abstimmung nach seinen Wünschen in Angelegenheiten des O5-Rates. O56. Die Marionette. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Anfang 40. Kleidet sich normalerweise in geschmackvollen Anzügen. Wird kaum in der Öffentlichkeit gesehen, ist aber intern ein aktives Mitglied des O5-Kommandos. Wenigen ist bekannt, dass er eine Marionette ist, die von der Global Occult Coalition für mögliche künftige Versuche einer feindlichen Übernahme oder vielleicht als Ausfallsicherung in den O5-Rat geschleust wurde. Es scheint möglich, dass einige oder alle anderen O5-Ratsmitglieder seinen Status als Verräter kennen und die Situation aus ihren eigenen Gründen tolerieren. Vielleicht sehen sie ihn als einen möglichen Vorteil oder haben zumindest Kenntnis von seiner Situation als möglichen Vorteil. O56. Der Experimentierer, männlich. Europäische Abstammung, österreichische Herkunft. Scheint etwa 65 zu sein. Ehemals der Imperialen Kommission für grenzüberschreitende Vorkommnisse angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Befürworter der wissenschaftlichen Methodik innerhalb der Foundation. Hauptsächlich verantwortlich für die Forschung und Entwicklung. Prägte die Begriffe Euklid und Transrealitätsgedächtnisspeicherung. Was genau ist Transrealitätsgedächtnisspeicherung? O57. O57. Grün, weiblich. Südasiatische Abstammung. Unbekannte Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein, ziemlich sicher älter. Etwas fett. Fast immer in verschiedenen Grüntönen gekleidet. Unbekannte Bedeutung, wenn überhaupt. Einer der längeren Mitglieder des O5-Rats. Beschrieben als nicht besonders moralisch gewissenhaft mit ihrer Macht. Obwohl ihr Herz am rechten Fleck ist. Oder zumindest in der Nähe des rechten Flecks. Eine meisterhafte Taktikerin und ziemlich gefährlich. Erscheint nicht häufig in der Öffentlichkeit und arbeitet zunächst oft über Vermittler. Eine Anhängerin privater Treffen statt öffentlicher Reden. Allgemein freundlich im Verhalten bei persönlichen Interaktionen, so lange, bis sie es nicht mehr ist. Möglicherweise eine ehemalige Universitätsprofessorin, überraschenderweise. Hat eine Reihe von Schulungsprogrammen in verschiedenen Bereichen der Foundation durchgeführt. Auch dafür bekannt, Dr. Alto Cleff adoptiert zu haben und eine Reihe seiner experimentellen und manchmal unnötig gefährlichen Projekte zu genehmigen. Hat ein aktives Interesse an Foundation-Personal, spielt oft eine Rolle bei der Rekrutierung von Generalstab des O5-Rates. O57. Der Unglaubwürdige, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein, wahrscheinlich älter. Kein ungewöhnliches Aussehen. Hat den Ruf, etwas gefährlich zu sein. Hat eine merkwürdige Anzahl an Attentaten unbeschadet überstanden, wobei die Attentäter nach den Versuchen starben. Ungewöhnlich, dass sich ein O5 für so viele Versuche anfällig macht, aber auch so viele auf diese Weise überlebt. Möglicher anomaler Schutz. Interessiert sich besonders für SCP-Objekte, die von der Chaos Insurgency gestohlen oder erworben wurden. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass O57 tatsächlich der derzeitige Anführer der Chaos Insurgency ist, obwohl dies vielen anderen Berichten über den Status der Chaos Insurgency als Splittergruppe direkt widerspricht. Die Berichte unterscheiden sich darin, ob der Rest des O5-Rates sich dessen nicht bewusst ist oder es weiß und es teilweise oder gar vollständig befürwortet. O57. Der Professor oder der Heretiker, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Unbekanntes Aussehen. Ein Professor an einer großen Universität und ein ausgebildeter Psychologe hatte die erstgenannte Position sogar während er ein Mitglied des O5-Rats war und bevor er nach dem Überlaufen von beiden verschwand.
entwickelte eine große Zahl an Trainingsprogrammen in der gesamten Foundation, von denen viele heute noch in irgendeiner Form verwendet werden. Einer der Hauptinitiatoren der Foundation Bürgerkriegs. Von der Foundation zusammen mit den damals aktuellen O54, O511 und O512 sowie einer Reihe von Foundation-Generälen und einem weiteren O5, der während der Spaltung getötet wurde, übergelaufen. Ein wichtiger Vordenker in der Insurgency hat möglicherweise die erste Iteration des Aufstands mitgestaltet, welche ursprünglich eine Organisation für verdeckte Foundation-Operationen unter einem anderen, relativ unsinnigen Namen gewesen zu sein scheint und wahrscheinlich noch in dieser Form sowie in der des vorigen Artikels existiert. Akzeptierte den Namen Chaos Insurgency als legitim während der Spaltung. Ist wahrscheinlich der Grund, warum die Chaos Insurgency genannt wird. Offenbar bis heute noch in der Insurgency aktiv. Befürwortete die Erforschung zahlreicher Orte, die der Rest des O5-Rats als zu gefährlich ansah, inklusive Chaosmagie und eine realitätsverzerrende Gottmaschine, beide werden derzeit von der Chaos Insurgency genutzt. Befürwortete eine groß angelegte Militarisierung und die aktive Nutzung von SCP-Objekten. Verbrachte übermäßig viel Zeit damit, die Hirnstruktur anomaler Humanoider zu erforschen. Sah die Zunahme von Anomalien voraus, die die Foundation und die allgemeine anomale Gemeinschaft zu der Zeit erst zu spüren begann. Erklärte, um zu überleben, müsse die Foundation von der einfachen Wahrung der Normalität zur aktiven Bestimmung der Normalität und zur Bestimmung der Zukunft der gesamten Menschheit übergehen. Beschuldigt, einen Gottkomplex zu haben, sah diese Beschuldigungen als Kompliment, nahm die Position ein, dass Gott vermisst oder tot war, deshalb musste die Foundation seinen Platz einnehmen. Eine Zeile, die oft von seinen Befürwortern zitiert wird: Der Himmel ist leer, und alle Engel sind hier. O57. Zähne. Erbost. Ostasiatische Abstammung. Chinesische Herkunft. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer. Scheint Mitte 40 zu sein. Ziemlich sicher älter. Androgynes Aussehen, in normaler Form. Trägt immer 2 elfenbeinfarbene Stäbchen in den Haaren. Berichten zufolge wurden diese aus menschlichen Zähnenknochen hergestellt. Offensichtlich okkulte Bedeutung. Ungewöhnlich für ein O5-Ratsmitglied scheint es unklar, ob O57 ursprünglich vollkommen menschlich war. Besitzt die Fähigkeit, zwischen einer menschlichen Form und einer Vielzahl an schwer zu beschreibenden, schauerlichen Wesen zu wechseln. Ist angeblich an der Eindämmung und möglicherweise der Zusammenarbeit mit gewissen extraplanaren Entitäten beteiligt, die über Lovecrafts wildeste Träume hinausgehen. Dies ist eine ungewöhnliche Reihe von Berichten. Dieser O57 ist angeblich sowohl sehr menschlich, es ist schwer, spezifisch menschlicher zu werden als all diese kulturell spezifischen Details, als auch bis zu einem extremen Grad übernatürlich. Die Übereinstimmung in den Berichten hat beunruhigende Implikationen über die verdeckten Aktivitäten der Foundation, sogar wenn dieser O57 eine Deckung für jemanden oder etwas anderes ist. O57, der Kardinal, männlich. Europäische Abstammung, katholisch. Scheint um die 70 zu sein. Ehemals der Königlichen Behörde für christliche Artefakte angeschlossen, einer Splitterorganisation der Vatikanischen Heiligen Behörde für Geheimnisse und Prophezeiungen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Gegen Versuche der Foundation, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Kontrolle über den Nahen Osten durchzusetzen, führte an, dass sich bereits darum gekümmert wird. Mögliches Vorwissen über ORIA oder eine gleichwertige Organisation. O57. Harold Holt. Männlich. Australier. Biologisch 58 Jahre alt. Früherer Premierminister von Australien. Derzeit als SCP-3477-3 eingedämmt. Trat dem O5-Rat 1967 bei, als List Zugang zu SCP-006 zu erhalten, um Unsterblichkeit zu erlangen. Einer der einzigen O5, die direkt aus dem zivilen Sektor rekrutiert wurden. Der Versuch war erfolgreich, bis plötzlich mehrere weitere Individuen auftauchten, die behaupteten, Harold Holt zu sein. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm jegliche Autorität entzogen und eine SCP-Designation gegeben. War 46 Jahre in der Eindämmung, bis alle Harold Holts einen Eindämmungsbruch inszenierten.
Beweise deuten darauf hin, dass es 77 verschiedene Versionen von Harold Holt geben kann, jede mit ihrer eigenen Art der Unsterblichkeit. Der Grund dafür ist unbekannt. Möglicherweise eine Quantenansammlung mit verschiedenen Ergebnissen, ein bewusster Versuch, viele Versionen zu erstellen, um zu garantieren, dass mindestens einer überlebt, oder ein Beispiel für einen Multiversum-Zusammenbruch. O58. O58, der Neuling oder der Unbedeutende, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Mitte 30, kein ungewöhnliches Aussehen. Ein ehemaliger Foundation-Standortdirektor. Eine kürzlich erfolgte Ernennung in den O5-Rat. Zwischen 6 und 9 Jahren, ab 2014. Eine seiner ersten Aktionen als O5-Ratsmitglied bestand darin, Dr. Kondrakis Plan zur Neutralisierung des früheren SCP-083 zu genehmigen. Dieser Plan führte zum Bruch mehrerer SCP-Objekte inklusive Kondraki, der den Bruch von SCP-682 absichtlich herbeiführte und in der nahezu völligen Zerstörung von Standort 19. Dieser Vorfall scheint zu der von den O5 befohlenen Ermordung von Kondraki durch Dr. Gears geführt zu haben. Obwohl er dadurch nicht aus dem O5-Rat entfernt wurde, erholte sich O58 nie. Immer noch erschüttert von den Folgen dieses Vorfalls verlässt er sich weiterhin auf unterstützende Mitarbeiter, um all seine Aufgaben zu erfüllen, einschließlich der Einstellung und des Austauschs unterstützender Mitarbeiter. Bisher hat O58 weitere schwere Zwischenfälle vermieden, aber Gerüchten zufolge ist die Situation mit seiner derzeitigen Belegschaft instabil und kann wahrscheinlich weitere Fehler verursachen. Möglicherweise ermordet. Ist seit einiger Zeit nicht mehr öffentlich aufgetaucht. O58. Magnolie. Weiblich. Europäische Abstammung. Scheint Mitte 50 zu sein, wahrscheinlich älter. Absichtlich kein schönes Aussehen. O58 ist dafür bekannt, brutal und hart zu sein, aber nie willkürlich. Bekannt dafür, harte Entscheidungen zu treffen. Bekannt dafür, eine entscheidende Stimme bei der Entscheidung gehabt zu haben, mehrere bedeutende Foundation-Standorte während eines besonders tödlichen Bruchs zu zerstören. Ihr physisches Erscheinungsbild ist Absicht. Aufseher können sicherlich ihr Aussehen ändern, wenn sie es wünschen. Dies scheint aufgrund eines emotionalen Zustands zu sein, der von Schuld geplagt ist. Wird als anfällig für Attentate angesehen, da sie Gerüchten zufolge willkommen heißen würde. Trägt einen Ring aus einer menschlichen Sehne. Offensichtlich okkulte Bedeutung. Möglicherweise ermordet. Ist seit einiger Zeit nicht mehr öffentlich erschienen. O58. Hornstrauch. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Mitte 30. Kein ungewöhnliches Aussehen. O58 ist eins von mehreren O5-Mitgliedern, die sich auf die Sicherheit der Foundation konzentrieren. Besonders angesehen für die Erweiterung der Finanzierung und Rekrutierung von Mobile Task Forces, verantwortlich für eine allgemeine Vermehrung und Erweiterung der MTFs, nachdem die Zerstörung von Omega-7 zunächst zu Kürzungen führte. Angeblich eine relativ zurückhaltende Persönlichkeit, aber dafür anfällig, langsam aggressiver zu werden, wenn Situationen eskalieren. Viele Untergebene berichten, dass es zunächst sehr angenehm ist, mit ihm zu arbeiten, lässt die Beziehungen über die Jahre aber immer schlechter werden. Es gibt auch Berichte mit Gerüchten darüber, dass Hornstrauch tatsächlich mit einem anderen O5-Bericht zusammenhängt, der Neuling oder der Unbedeutende, und dass Hornstrauch tatsächlich einer der konkurrierenden O58-Stabschefs ist, dessen Stern derzeit aufgrund eines internen Dramas untergeht. Noch mehr Berichte behaupten, dass Hornstrauch und O56 Cowboy dieselbe Person sind und dass die negativen Eigenschaften von Hornstrauch das Ergebnis von verärgerten ehemaligen Mitarbeitern ist, die den Standards von O56 nicht gerecht werden konnten. Es ist unklar, ob dies noch mehr Desinformation ist, möglicherweise ermordet, ist seit einiger Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. O58, der Lapidare, männlich. Europäische Abstammung, niederländische Herkunft. Alter unbekannt. Ehemals dem Sonderermittlungsausschuss der niederländischen Ostindien-Kompanie angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Spricht nicht viel mit anderen. Sprache ist nur auf das Notwendigste beschränkt. Ein weiterer Geheimnishüter prägte den Begriff Interessengruppe und setzt sich sehr für deren Auflösung durch die Foundation ein. Scheint gegenüber Interessengruppen wahllos zu sein, keine bekannte Vendetta gegen irgendeine bekannte Interessengruppe.
stimmt permanent gegen jeden Versuch für die Foundation eine parlamentarische Führung einzuführen, die an den Rat der 108 der Global Occult Coalition erinnert. Befürworter der Struktur des O5-Rats. O59. O59, die Außenseiterin. / die gewöhnliche. Weiblich. Abstammung europäisch / von pazifischen Inselbewohnern. Neuseeländische Herkunft. Aussehen entspricht dem aufgezeichneten Alter von 53. Trägt einen Spazierstock mit Jadeeinlagen. Zweck des Objekts ist unklar, entweder okkult oder praktisch. O59 ist eine der ungewöhnlichsten O5, aus einem seltsam banalen Grund. Sie scheint vom öffentlichen Sektor direkt in den O5-Rat aufgenommen worden zu sein. Der Grund für ihre Einstellung ist unbekannt, da sie keinerlei Erfahrung in Bezug auf die Foundation hat. Sie war früher Donna Witu Taylor, eine bekannte Geologin, und wurde kurz nach dem Rückzug einer wichtigen Veröffentlichung und ihrem Rücktritt nach einem Skandal aufgenommen. Der angegebene Grund für den Rückzug war ein wissenschaftliches Fehlverhalten, das die Erstellung von Daten einschloss, doch der Skandal war eher eine Vertuschung der Foundation. Die wenigen verfügbaren Fragmente der zurückgezogenen Publikation deuten darauf hin, dass Taylor mehrere geologische und geophysische Anomalien entdeckt hatte und eine allgemeine Theorie ihrer Funktion entwickelte. Starke Befürworterin für die Erforschung anomaler Phänomene, einschließlich solcher mit SCP-Designationen. Mögliche Verbündete von O52, die Gärtnerin. Offenbar teilweise verantwortlich für die jüngste drastische Erweiterung der geheimen technischen Fachzeitschriften der Foundation, ein Projekt, das offenbar von der Regionaldirektorin Catherine McTyrus geleitet wird, wenn die Gerüchte stimmen. Zu den Zielen scheint die Entwicklung einer allgemeinen Erklärungstheorie für anomale Phänomene zu gehören. Die ungewöhnlichen Umstände von O59 haben zu einer Vielzahl von widersprüchlichen Berichten geführt. Soweit ich das beurteilen kann, hat sie den früheren O59 Unglück ersetzt oder abgelöst. Es heißt, ihre Ernennung sei bei der Abstimmung von 7:6 gerade so durchgegangen. Die letzten 3 Stimmen sind im letzten Moment zu ihren Gunsten ausgefallen. Ein Beweis für Spannungen innerhalb von Overwatch? O59. Unglück. Variierendes Alter, Aussehen und so weiter. Original unbekannt. Trägt ein Messer mit Knochengriff. Offensichtlich okkulte Bedeutung. Die Persönlichkeit von O59 basiert auf SCP-963-2. Die Originalversion versuchte SCP-963 zu replizieren. Erfolgreich. SCP-963-2 hat jedoch nur die Erinnerungen, Erfahrungen und Persönlichkeit von O59 bis zu seinem ersten Tod. Wenn O59 getötet wird, und er wurde mehrmals getötet, wird er zurückgesetzt. Nach jedem Tod muss er über Ereignisse informiert werden, die nach seinem ersten Tod stattgefunden haben. Hat den Ruf, extremes Pech zu haben. Auf Unterwassereinrichtungen der Foundation beschränkt. Kann noch eine Position des O5-Rats innehaben oder nicht, spielt aber unabhängig davon sicherlich keine Rolle. Möglicherweise durch einen anderen O59 ersetzt, die Außenseiterin. Berichte über seine Entfernung besagen, dass es nicht freiwillig war und durch eine oder mehrere der folgenden Ursachen verursacht wurde. Eine Reihe wiederholter Zurücksetzungen, die ihn nutzlos machten, Korruption oder Beschädigung von SCP-963-2, was die Persönlichkeit beschädigte, Resistenz gegenüber jeder Art der Veränderung nach wiederholtem Zurücksetzen, Unfähigkeit, sich mit der Zeit zu verändern, da er wiederholt zurückgesetzt wird. O59. Die Liebenden oder Weide. Beide. Männlich. Europäisch-afrikanische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheinen Mitte 30 zu sein. Tatsächliches Alter unbekannt. Kein ungewöhnliches Aussehen, außer dass sie ein relativ ähnliches Aussehen haben, obwohl sie scheinbar nicht verwandt sind. O59 ist 2 Personen, die dieselbe Position teilen. Sie scheinen ein Liebespaar zu sein. Sie wechseln ihre Position regelmäßig, wobei einer die Rolle des Leibwächters, Assistenten des anderen spielt. O59 spielt eine unterstützende Rolle innerhalb der Foundation. In erster Linie übernimmt O59 die Verpflegung der Foundation. Sie sind in der Regel an der Beschaffung großer Mengen von Lebensmitteln durch gewöhnliche Methoden beteiligt und ihre Mitarbeiter vertuschen diese. Doch sie beschränken sich selbst nicht auf nicht-anomale Mittel.
Es gibt auch Berichte über riesige anomale Felder, auf denen Lebensmittel angebaut werden, um das Foundation-Personal zu ernähren, und über ganze Flüsse, die in bestimmten abgelegenen Gebieten von Ländern zur Wasserproduktion angelegt wurden. O59. Fehl am Platz. Männlich. Europäische Abstammung. Spricht fließend Englisch, Französisch, Niederländisch und Afrikaans. Scheint etwa 50 zu sein. War früher der Innerafrikanischen Expeditionsgesellschaft angeschlossen, einer Organisation, die von König Leopold von Belgien finanziert wurde. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt, äußert Verärgerung gegenüber seiner Anstellung unter König Leopold. Wechselt häufig den Wohnsitz zwischen mehreren Orten in Afrika südlich der Sahara, insbesondere Belgisch-Kongo, Britisch-Kenia und Südafrika. Vielleicht um Spione abzuschrecken? Forderte den O5-Rat auf, eine frühere Iteration von SCP-1851 freizugeben. Hat großes Interesse am Konzept der Verankerung der Realität, stellt einen Treuhandfonds zur Erforschung von gegenesokinetischen Strategien bereit, was im Wesentlichen zur Entdeckung der Humes beigetragen hat. O59, der Geheimnishüter, männlich, kaukasische Abstammung, Schweizer Herkunft, bestätigt, zwischen 45 und 51 Jahren alt zu sein. Kein ungewöhnliches Aussehen. Der Titel O59 wird an alle Personen weitergegeben, die den Titel des Direktors des Geheimdienstes tragen. Es ist unbestätigt, wie viele Mitarbeiter den Titel O59 innehatten. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass der O5-Rat mindestens einen Mitarbeiter angeklagt und von diesem Titel entfernt haben, damit nicht zu viele Informationen über die anderen Ratsmitglieder gesammelt werden können. O59 hat die Aufgabe, den Geheimdienst auf dem Laufenden zu halten und ist bekannt dafür, aktiv an Missionen in Bezug auf neue oder unbekannte Interessengruppen teilzunehmen, insbesondere der Magierakademie. O15. O15. Die Archivarin. Weiblich. Afrikanisch, europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein. Neigt dazu, gestreifte Anzüge zu tragen. O15 spielt die Rolle der Archivarin und Protokollführerin. Sie agiert als Verwalterin der Aufzeichnungen früherer Iterationen des Planeten und damit verbundener Zeitlinien. Diese Aufzeichnungen zeigen, wie oft die Erde oder mit der Erde verbundene Zeitlinien schwer beschädigt und zurückgesetzt wurde und wie viele Zurücksetzungen von der Foundation zugelassen oder aufgehalten wurden. Darüber hinaus erhalten die O15 die vollständige Anzahl der K-Klasse-Ereignisse, die der Foundation jemals bekannt waren, inklusive einiger Informationen aus früheren Zeitlinien. Die meisten O5-Ratsmitglieder haben keinen Zugriff auf diese Informationen und nur O15 hat Zugriff auf alle davon. O15 erbte ihre Rolle von einem früheren O15 und ist daher seit mehreren Jahren Mitglied des O5-Rats. Sie ist jedoch erst seit kurzem öffentlich in der Foundation aktiv. Sie hat eine Reihe neuerer Forscher adoptiert und sich besonders für SCP-1985 und ähnliche SCP-Objekte interessiert, die sich auf größere K-Klasse-Szenarien beziehen. O15. Stein. Verstorben, männlich. Europäische Abstammung. Scheint Mitte 50 zu sein, wahrscheinlich älter. Traditionelles Aussehen. Spielte früher die Rolle, die nun die Archivarin spielt. Professorales Ansehen. Zwischen 2004 und 2011 gewaltsam aus dem O5-Rat entfernt, da er versuchte, SCP-003 dauerhaft zu aktivieren. Wahrscheinlich exekutiert. O15. Die Attentäterin. Weiblich. Ostasiatische europäische Abstammung. Italienische Herkunft. Scheint Mitte 30 zu sein. Tatsächliches Alter 60 plus. Kein ungewöhnliches Aussehen. Trägt eine Kette um ihren Hals mit einem geschnitzten Augapfelanhänger aus Marmor. Wahrscheinlich okkulte Bedeutung. Ehemalige Attentäterin der Foundation. War ursprünglich eine außergewöhnlich effektive Attentäterin, lehrte dann das Morden und brachte anderen bei, wie man das Morden lehrt. Arbeitete sich bis zur Leiterin des internen Geheimdienstes hoch und wurde dann in das O5-Kommando berufen. Obwohl dies unbestätigt ist, ist sie vielleicht eines der wenigen Mitglieder des O5-Kommandos, die in den Ruhestand treten. Berichte stimmen darüber überein, dass ihre Pensionierung, falls es passiert ist, freiwillig war. Andere Umstände unbekannt. O15. Der Veteran oder der verrückte General, männlich. Europäische Abstammung.
Unbekannte Herkunft. Amerikanisch, europäisch, russisch, unbekanntes Alter. Wenn die Berichte stimmen, eine gewisse postmenschliche Lebensdauer. Variierendes Aussehen. O15 ist eine der ersten Ergänzungen des O5-Rats. Seine spezifische Identität war äußerst schwer zu bestimmen. Solide bestätigte Gerüchte bezeichnen ihn als US General oder Generäle, möglicherweise Thomas Stonewall Jackson, ein General der Konföderierten, der während des US-Bürgerkriegs kämpfte. Wieder andere Berichte nennen mehrere russische Generäle, die während der Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, dem Zweiten Vaterlandkrieg, verschwunden sind. Diese Berichte tendieren dazu, vorteilhafter für die Charaktere der Generäle selbst zu sein. Vielleicht haben mehrere Personen diese Position inne. Obwohl es mir rätselhaft ist, was konföderierten Generäle aus dem US-Bürgerkrieg mit russischen Generälen aus dem Ersten Weltkrieg verbindet, Generäle mit unterschiedlichen Idealen aus unterschiedlichen Epochen. O511. O511. Der Postbote. Männlich. Europäische Abstammung. Osteuropäischer Ursprung. 80+. Kein ungewöhnliches Aussehen. Herkunft des Spitznamens ungewiss. Möglicherweise ein wirklicher Postbote. Der Spitzname wird häufig verwendet. Mitarbeiter machen häufig Witze darüber, dass bei ihm die Post abgeht, aber geben zu, dass er einer der ausgeglichensten und freundlichsten Menschen ist, die sie je getroffen haben. Großväterliches Benehmen. Die bekannteste Rolle von O511 besteht darin, Terminierungsbefehle für Klasse D-Personal zu unterzeichnen oder ihren Transfer zu einem anderen Standort zu genehmigen. Die endgültige Entscheidung, ob alle D-Klässler aufgrund anomaler Beeinflussung am Standort terminiert oder lediglich an einen anderen Standort versetzt werden, trifft O511. Es wurde bestätigt, dass mindestens eine andere O5-Nummer vorhanden ist, obwohl die Nummer selbst unbekannt ist. Kann ein Hinweis auf einen Standardnummernwechselprozess oder auf unbekannte interne politische Manöver sein. O511. Der Lügner oder Vater der Lügen. Unbekannte Abstammung. Unbekannte Herkunft. Das scheinbare Alter variiert. Immer attraktives Aussehen. Neigt dazu, teure Kleidung zu tragen. Geschlecht scheint zu variieren, entweder durch anomale Mittel oder aufgrund mehrerer Gestalten in derselben Position. Wird trotz des Spitznamens gewöhnlich als Sie bezeichnet. O511 ist die oberste Desinformationsbeauftragte der Foundation. Sie organisiert Vertuschungen, erfindet Verschleierungsgeschichten und Gerüchte, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Foundation verbreitet werden sollen. Dies schließt fehlerhafte Berichte über den O5-Rat ein, vorausgesetzt, dieser Bericht selbst ist nicht fehlerhaft, was er vielleicht sein könnte. Nicht einmal ihre Mitarbeiter wissen, was wahr ist und was nicht, und in vielen Fällen weiß sie das auch nicht. Ihr wird nachgesagt, verschiedene O5-Nummern zu verwenden, einschließlich nicht standardmäßiger Nummern wie O515. Natürlich gibt es auch Berichte, dass O511 überhaupt nicht existiert und eine Deckung für eine noch tiefere Desinformationskampagne ist. Ehrlich gesagt finde ich es ziemlich wahrscheinlich, dass 11 nicht wirklich die korrekte Nummer ist. Und es ist möglich, dass diese O511 tatsächlich eine separate Ziffer ist wie der Administrator. Derzeit unmöglich zu sagen. O511. Der Senator. Männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Scheint 70+ zu sein. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer. Variierendes Aussehen. Kleidet sich gewöhnlich in respektabler, makelloser und maßgeschneiderter Kleidung. O511 ist ein hochrangiger Politiker, der vom O5-Rat in den Senat gesetzt wurde, um bestimmte politische Angelegenheiten direkt zu kontrollieren. Insbesondere mit zahlreichen Geheimgesellschaften verbunden. Angeblich ein hochrangiges Mitglied der Shriners und der Gründer, oder ein Gründungsmitglied, von Skull and Bones. Berichten zufolge hat er im Laufe der Jahrhunderte eine große Menge an Geheimgesellschaften ins Leben gerufen und sitzt jetzt in Washington und zieht die Fäden. O511. Jinx. Männlich. Europäische Abstammung. Westeuropäische Herkunft. Mitte 40. Kein ungewöhnliches Aussehen, außer dass er eine Halskette aus menschlichen Zähnen trägt. Offensichtlich okkulte Bedeutung. Ehemaliger Feldagent der Foundation. Bevor er in den O5-Rat berufen wurde, behauptete er, er würde eine Reihe von Veränderungen und Verbesserungen an der Politik der Foundation einführen. Die meisten davon kamen nach seiner Ernennung nicht zustande. Allgemein negativer Ruf, anscheinend wenige Erfolge.
Seitdem in der Öffentlichkeit nicht viel gesehen, möglicherweise ermordet. O511. Die Hüterin. Oder die Wächterin. Weiblich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Aussehen unbekannt. Entwickelte viele der frühen Sicherheitsmaßnahmen der Foundation. Unterstützte die umfangreiche Erforschung des Anomalen, ist dagegen, Humanoide als SCPs zu kategorisieren. Für sie ist ein SCP-Objekt ein Buch, ein Ball oder ein Auto, kein Kind. Verursachte die ursprüngliche Spaltung des Rats, was O57 rhetorisch ausnutzen würde. Als sie im Rat überstimmt wurde, wollte sie kein Nein als Antwort akzeptieren und veranlasste die Spaltung. Sie sah die Chaos Insurgency als Befreier. Humanoide Anomalien würden mit den Forschern der SCP Foundation zusammenarbeiten und nicht von ihnen eingesperrt werden. Ehefrau des damaligen O512 drängte O512 dazu, mit ihr überzulaufen, zusammen mit O54 und O57 und einem anderen O5, der während der Spaltung getötet wurde. Aufgrund ihrer Positionen konnten sie viele humanoide Anomalien zusammen mit vielen nützlichen SCP-Objekten mitnehmen. O511, der Bürokrat, männlich. Ostasiatische Abstammung. Japanische Herkunft. Scheint 80 zu sein. Ehemals dem Büro von Onmyo, auch bekannt als Rat des Heiligen Kaisers für überirdische Angelegenheiten angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Behauptet, der japanische Kaiser Komei sei an anomaliebedingten Ursachen gestorben. Behauptete einmal, mehrere undokumentierte SCP-2863-Instanzen in Kyushu, Shikoku und West-Honshu beobachtet zu haben. Äußert Probleme mit dem Selbstwertgefühl. Interagiert hauptsächlich mit O53, O57 und O513. O512. O512. Der Buchhalter, männlich. Afrikanische Abstammung. Afrikanische Herkunft. Scheint Mitte 40 zu sein. Sicherlich älter. Großer Körper. Kleidet sich immer in äußerst teurer, maßgeschneiderter Kleidung. Trägt eine dunkle Brille. Rauchglas in Elfenbein gerahmt. Vielleicht, um seine Augen zu verbergen, oder auch nicht. Wahrscheinlich okkulte Bedeutung. O512 spielt die Rolle des Buchhalters des Aufsichtsrats. Ein mathematisches Genie, stellt sicher, dass sich die Zahlen aufaddieren. Hat zu diesem Zweck Zugriff auf bestimmte Daten, auf die kein anderes Foundation-Mitglied Zugriff hat. Präzise, ruhig, praktisch. Glaubt stark an Ordnung. Jeder Teil seiner täglichen Routine und wirklich jede Aktion, die er macht, bis hin zu seiner Trinkgewohnheit, ist streng geplant. O512. Adam. Im Ruhestand. Männlich. Europäische, jüdische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Irgendetwas zwischen 130 und 300 Jahre alt. Aussehen unbekannt. Es gibt kaum Informationen über die Rolle von O512 innerhalb der Foundation, außer dass er ein außergewöhnlicher Forscher war. Hauptsächlich dafür bekannt, dass er Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts ein totgeborenes Kind zeugte und es in einem unglücklichen Versuch, sie zu retten, in SCP-321 verwandelte. Die meisten Informationen wurden aus zugänglichen Foundation-Dokumenten gelöscht. Geborgene Informationen deuten auf eine familiäre Beziehung zu Dr. Jack Bright hin. Älterer Bruder, Vater. Adam ist einer der wenigen Mitglieder des O5-Kommandos, die in den Ruhestand getreten sind. Sein Ruhestand war nach allen Angaben freiwillig, was mich angesichts seines Hintergrunds überraschte. Es scheint, dass er tatsächlich das erste Mitglied des O5-Rats war, das in den Ruhestand ging. Interessanterweise ist unklar, ob Adam sich der Verabreichung von Amnesika unterziehen musste, die angeblich für den Ruhestand oder die Entfernung von Mitgliedern des O5-Rats vorgeschrieben war. O512. Der Eisenbahner oder der Schaffner, männlich. Europäische Abstammung. Amerikanische Herkunft. Aussehen unbekannt. Assistierte O511 dabei, viele der frühen Sicherheitsmaßnahmen der Foundation zu entwickeln. Befürwortete die Nutzung von SCP-Objekten als Waffe. Unterstützte die umfangreiche Erforschung des Anomalen. Eine der wichtigsten Aufgaben von O512 war die Überwachung der Rotation zwischen den Foundation-Einrichtungen. Diese Rotationen zielte öffentlich darauf ab, neue Perspektiven bezüglich SCP-Objekten für Forschungs- und effektive Eindämmungszwecke zu erschließen. Weniger öffentlich, aber nicht weniger wichtig, war der sekundäre Zweck,
jede Forschungsgruppe daran zu hindern, zu lange mit humanoiden SCP-Objekten zu arbeiten. Zunächst widersetzte er sich vor dem Überlaufen, wurde aber von seiner Frau, O511, stark unter Druck gesetzt, sich der Insurgency anzuschließen. Seine Position in der Kontrolle über die Rotation und den Transport der Anomalien erlaubte es der Insurgency, sich mit einer großen Anzahl an Anomalien, besonders humanoide, während der Spaltung davonzumachen. Darüber hinaus gab seine Popularität unter den Generälen der Foundation, die Anomalien als Waffe verwenden wollten, der Insurgency während des Foundation-Bürgerkriegs einen erheblichen Machtschub. O512. Der Arzt. Männlich. Ostasiatische Abstammung. Chinesische Herkunft. Scheint 70 zu sein. Ehemals dem Abnormalitäten-Institut, manchmal auch Chinesisches Abnormalitäten-Institut genannt, angeschlossen. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt. Es wird angenommen, dass er nur aufgrund seiner Kenntnis von einer gedächtnisverändernden Droge zum Beitritt in den O5-Rat eingeladen wurde. Arbeitete mit der chinesischen nationalistischen Armee zur Eliminierung, Verrat, des Meng-Clans zusammen. Der Grund ist, Amnesika für die Foundation zu monopolisieren. Prägte den Begriff, sicher, grundlegende Englischkenntnisse. Anmerkung: Amnesika haben über die Jahre möglicherweise radikale Fortschritte gemacht. Die Aussagen von O512 bezüglich Amnesika könnten nicht zutreffen. O513. Eine Anmerkung zu O513. Aus mehreren Berichten geht hervor, dass die Foundation nicht mit 13 O5-Ratsmitgliedern begonnen hat. Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass der ursprüngliche O5-Rat aus 12 bestand. Obwohl manche höher gehen, inklusive der Erwähnung, dass O5-Ratsmitgliedern Nummern gewährt und sie bestimmten SCP-001-Objekten zugewiesen werden. Andere deuten darauf hin, dass es immer noch 12 sind, wobei Nummer 13 das Werk einer Desinformation ist. Andere Berichte besagen, dass nachträglich ein O513 hinzugefügt wurde, nachdem die Nummer 13 moderne okkulte Bedeutung und damit Macht erlangte. Und in der Praxis war einmal zu oft eine entscheidende Stimme vonnöten. Einige dieser Optionen können wahr sein. Diese Berichte spiegeln diesen Mangel an Eindeutigkeit wider. O513. Der Tiebreaker O513 existiert nicht. Jedem außerhalb des O5-Rates wird mitgeteilt, dass er existiert, und Memos werden mit dem Namen von O513 erstellt. Doch O513 existiert nur als entscheidende Stimme. Um auf einige ausgewählte Datenbanken zugreifen zu können, ist es erforderlich, die Stimme von O513 innezuhaben. Dieses Wissen kann mit der Stimme von O513 verbunden sein und aus dem Gedächtnis des Inhabers gelöscht werden, wenn die Stimme weitergegeben wird. Oder kann einfach den Zugriff auf die einzigartigen Datenbanken umfassen. O513. Tamlin. Entweder männlich oder genderfluid, Berichte unterscheiden sich, könnte für anomale Merkmale relevant sein. Unbekannte Abstammung, Berichte unterscheiden sich, könnte für anomale Merkmale relevant sein. Unbekannte Herkunft. Alter unbekannt. Groß, rothaarig. Laut diesen Berichten sind die Berichte über den Tiebreaker korrekt. O513 existiert jedoch, obwohl er seine Stimme nicht selbst innehat. Ursprüngliche Identität: Dr. Joseph Tamlin. Hat zwangsläufig nur eine beratende Position. Ist ein anormal veränderter Mensch, der in einem zeitlich destabilisierten Zustand existiert, teilweise in der Zeit losgelöst. Dient als Ausfallsicherung, um die Stimme von 13 bei seinem ursprünglichen Träger wiederherzustellen, sollte sie kompromittiert werden. Manche Berichte, nicht alle, weisen auf drastische Verschiebungen in Aussehen, Rasse und Geschlecht hin, aber das Vorhandensein von rotem Haar, ob natürlich oder gefärbt, bleibt bestehen. Unbekannte Relevanz, mögliche wahrnehmungsverändernde Probleme oder wirkliche Formveränderung. Besetzt einen Raum oder Räume im Tamlin-Haus, ein versteckter Standort, der mit SCP-1590 in Beziehung steht. Nimmt gewöhnlich nicht direkt an O5-Ratstreffen teil, aber beobachtet die meisten davon, nicht unbedingt synchron. O513. Der Wichtigtuer, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft. Mitte 30. Kein ungewöhnliches Aussehen. Die meisten Berichte über O513 resultieren aus den Konflikten, die er aufgrund von Klatsch und Tratsch zwischen den persönlichen Mitarbeitern der anderen O5 beginnt oder in die er verwickelt wird.
Niemand außerhalb des O5-Rats scheint sich der Rolle dieses O5 in der Foundation bewusst zu sein. Die Rolle, die er generell in der Praxis zu spielen scheint, ist die Projekte der anderen O5-Mitglieder zu stören. Bekannt dafür, sich darüber zu beschweren, dass andere O5-Mitglieder und niedrigrangiges Foundation-Personal Operationen nicht korrekt ausführen. Kein besonders beliebtes O5-Ratsmitglied. Überraschenderweise weisen Berichte nicht auf viele Attentatsversuche hin. O513. KI-Komplex. Persönliche Merkmale nicht vorhanden. O513 ist ein künstliche Intelligenzkonstrukt. Dieses KI-Konstrukt, das eine Vielzahl anomaler technologischer und nicht-technologischer Methoden verwendet, ist vermutlich in der Lage, alle für die Ziele der Foundation relevanten Faktoren zu berücksichtigen und Empfehlungen für wichtige Maßnahmen abzugeben. Aufgrund bestimmter Konsequenzen, ob okkult, auf Ressourcen basierend oder einfach bürokratisch, Gebrauch von diesem KI-Konstrukt zu machen, wird es nur genutzt, wenn der O5-Rat einen Gleichstand bei nicht trivialen Angelegenheiten auflösen muss. Weitere Details waren sogar mit esoterischen Mitteln bemerkenswert schwer zu erhalten. Ob diese Version von O513 existiert oder nicht, es gibt Geheimnisse hinter diesem Ding, die die Foundation besonders bewahren möchte. O513. Tod. Geschlecht unbekannt. Abstammung unbekannt. Herkunft unbekannt. Alter unbekannt. Aussehen unbekannt. Einer der ausgefallensten Berichte über O513 behauptet, dass der Tod selbst im frühen 19. Jahrhundert vom O5-Rat gebunden wurde. Laut diesen Berichten wurde die Stelle von O513 in erster Linie für den Tod erstellt, euphemistisch als der andere Aufseher bezeichnet. Der Tod ist sowohl ein Mitglied als auch ein Gefangener des O5-Rats. Es kann ganz normal abstimmen. Jedoch wird er vom Rest des Rats gefangen gehalten und kann mit der Mehrheit der Stimmen des O5-Rats vom Rat kontrolliert werden. Der Tod erfüllt seine Aufgaben ansonsten scheinbar wie gewohnt. SCP-006 existiert nicht. Die Langlebigkeit der O5 kommt tatsächlich von O513. Durch die Stimmenmehrheit können sie O513 befehlen, jedes Ratsmitglied zu verschonen. Oder tatsächlich jeden auf der Welt, obwohl der Gebrauch dieser Macht für Nicht-Ratsmitglieder die Ketten des Todes vorübergehend zu schwächen scheint und daher nur selten genutzt wird. Wenn sie genutzt wird, dann allgemein in großem Maßstab. SCP-2000 und ähnliche anomale Objekte existieren ebenfalls nicht und werden als Deckmantel für jedes Mal verwendet, wenn der Rat dafür gestimmt hat, die Macht von O513 einzusetzen, um den Großteil der Weltbevölkerung wieder lebendig zu machen. Unbekannte Verbindung zu SCP-2935, wenn überhaupt. O513. Der Aktivist. Männlich. Südasiatische Abstammung. Sikh-Herkunft. Scheint etwa 50 zu sein. Ehemals mit dem 0. Anti-Kult-Regiment verbunden. Ein Kolonialregiment in Britisch-Indien. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt, wenn der Perser nicht anwesend ist. Hauptanwalt für eine leistungsorientierte Administration innerhalb der Foundation. Bekannt dafür, dass er mit O511 und O512 einen informellen Abstimmungsblock gebildet hat, um die Rassengleichheit innerhalb der Foundation zu erreichen. Auch dafür bekannt, mit O51 für viele operative Angelegenheiten abgestimmt zu haben, kannte O51 vor dem Abkommen der verbotenen Stadt. Vielleicht eine Marionette für O51, um eine zusätzliche Stimme im O5-Rat zu haben? Vielleicht im Austausch für besagte leistungsorientierte Administration? O513. Der Perser. Männlich. Nahöstliche Abstammung. Iranische Herkunft. Scheint ungefähr 70 zu sein. Schiitischer Muslim. Ehemals unabhängiger Berater für anomale Angelegenheiten des Osmanischen Reiches. Unterzeichner des Abkommens der verbotenen Stadt, wenn der Aktivist nicht anwesend ist. Kennt O57 vor dem Abkommen der verbotenen Stadt. Hegt starken Verdacht gegenüber O51. Verantwortlich für die Autonomous Administration of the Greater Middle East, AAGME, Deutscher Autonome Administration des Großen Nahen Ostens, eine im Nahen Osten ansässige Unterorganisation der Foundation. Er und die AAGME existieren nicht in Realitäten, in denen der Aktivist existiert. Tatsächlich kann ich ORIA oder ein Äquivalent in Realitäten, in denen der Perser O513 übernimmt, nicht finden. AAGME und ORIA Gegenstücke?
ähnelt in Realitäten, in denen stattdessen der Aktivist präsent ist, ORIA-Gründungsmitglied Jibril Mani. O513. Der Fußgänger, männlich. Lateinamerikanische Abstammung. Ende 50. Keine ungewöhnliche Erscheinung. Die besondere Verbindung von O513 mit dem Anomalen gibt ihm eine Perspektive, die kein anderes Ratsmitglied ergründen könnte. Während für eine Sitzung zur Bestätigung der Normalität 11 Mitglieder zur Beschlussfähigkeit benötigt werden, darf keine Sitzung ohne die Anwesenheit von O513 fortgesetzt werden. Außerdem ist er das einzige Mitglied des originalen O5-Rats, der den Cäsar-Vorfall überlebt hat. Die Untersuchung der Art des Vorfalls und von O513 dauert noch an. Der Administrator. Eine Anmerkung zum Administrator. Die Rolle des Administrators innerhalb der SCP Foundation ist oft nebulös. Ihm wird konsequent nachgesagt, mit zahlreichen großen Regierungschefs zusammenzuarbeiten und die Interessen der Foundation bei ihnen zu vertreten. Es wird auch gesagt, dass er in Verbindung zu SCP-262 steht. Zumindest scheinen diese Dinge wahr zu sein, sofern der Administrator existiert. Wenn man den Berichten Glauben schenkt, hat jeder Administrator einige konsistente anomale Merkmale, welche ein Faktor für die Position sein können, inklusive teilweisem Schutz vor Realitätsverschiebungen und extrem langsamer Alterung. Die Position des Administrators in Relation zum O5-Kommando ist unklar. Der Administrator hat möglicherweise eine ähnliche Position wie ein O5-Ratsmitglied und kann weniger oder mehr Macht besitzen, was von einer bestimmten Situation abhängt oder einer bestimmten Zeit. Wegen all dem wirkt der Administrator oft wie ein Joker, wenn auch ein ruhiger Joker. Es scheint mehrere Administratoren während der gesamten Lebensdauer der Foundation zu geben, aber in keinem Bericht wurde bisher mehr als einer gleichzeitig angegeben. Administrator, der Beamte, männlich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft, bestätigte posthumane Lebensdauer. Es wird berichtet, dass er zwischen Mitte 30 und Mitte 50 zu sein scheint. Kein ungewöhnliches Aussehen. Bemerkung: Diese Version des Administrators wurde wiederholt als Fassade bestätigt und als Deckmantel für einen oder mehrere der tatsächlichen Administratoren der Foundation verwendet. Bewusst übertriebene Reputation. Das fehlende Altern wurde durch allgemein wiederholte Gerüchte relativ öffentlich gemacht. Wird nachgesagt, ziemlich beleidigend, eine Vorliebe für Anzüge, edle Liköre und lockere Frauen zu haben. Ein Beispiel aus einem typischen Bericht: Er war zu Menschen vieler politischer Positionen freundlich und ist allgemein respektiert. Wenn er wütend wird, beschwichtigen ihn sogar Staatsoberhäupter schnell und entschuldigen sich generell aufrichtig. Ihm wird normalerweise nachgesagt, eine Reihe von übertriebenen Eigenschaften zu haben, wie zum Beispiel, dass er seine Hände nie mehr als ein paar Zentimeter voneinander entfernt hält, normalerweise langsam und träge ist und dann erstaunliche Stärke zeigt. Administrator: Agnes Peterson, weiblich. Europäische Abstammung, amerikanische Herkunft, bestätigte postmenschliche Lebensdauer, scheint 50 plus zu sein. Altmodisch, trägt eine Hornbrille und hat die Haare zu einem Knoten gebunden. Sehr ordentlich. Einer der Gründerinnen der SCP Foundation. Zog die ursprünglichen Gründer in eine Organisation. Machte Ordnung aus dem ursprünglichen Chaos. Scherzhaft als sehr gut darin bezeichnet, Katzen zu hüten. Forsch im Verhalten. Klug, ehrgeizig und gut darin zu wissen, wann Befehlsregeln erstellt oder ignoriert werden müssen. Administrator, Kismet, weiblich. Nahöstliche Abstammung, amerikanische Herkunft. Bestätigte postmenschliche Lebensdauer. Scheint 50 plus zu sein. Kein ungewöhnliches Aussehen. Ihre Rolle ist es, neue und zukünftige Mitglieder des O5-Rats aufzuspüren und auszuwählen. Sie ist ausgebildete Mathematikerin und nutzt für ihre Auswahlmethoden eine Form der Statistik zusammen mit okkulten Verfahren. Sie hat jedes einzelne Mitglied des O5-Rats persönlich ausgewählt, in manchen Fällen Jahre im Voraus. Gelegentlich wählt sie auch ihre Nummer, wobei diese Nummer manchmal vor allen anderen außer ihr und ihrem Personal geheim gehalten wird, bis eine neue Beförderung bereit ist, vermutlich durch einen Slot, der geöffnet wird. Administrator, Spinne, maskulin. Abstammung, Herkunft unbekannt. Kopf scheint 30 plus zu sein. Ungepflegtes Haar. Trägt eine Brille mit dicken Gläsern.
trägt SCP-262, ein Mantel mit vielen Armen. Nichtmenschlicher Körper. Scheinbar ein menschlicher Hybrid oder eine nichtmenschliche Entität. Bemerkenswertes Aussehen. Ein hauptsächlich menschlicher Kopf, wenn auch mit orangefarbenen Augen. Der Körper ist vollkommen unmenschlich und kaum bipedal. Er besteht aus einem verdrehten, verwitterten, kohleähnlichen Material mit verkümmerten, natürlichen Gliedmaßen. Eine Hülle aus Stahlgitter hält den Körper im Mantel mit vielen Armen, und einige der vielen Arme halten ihn an Ort und Stelle. Andere Arme bilden seine Arme und Beine, was ihm entweder ein allgemein humanoides Aussehen oder ein eher spinnenartiges Aussehen verleiht, je nachdem, wie subtil er zu sein versucht. Scheinbar seit ihrer Gründung mit der SCP Foundation verbunden, obwohl immer in einer unterstützenden Rolle, nicht an der Spitze der Machtstruktur. Besitzt möglicherweise das Land, auf dem Standort 19 gebaut ist. Nur wenige Mitarbeiter außerhalb des O5-Kommandos haben ihn je gesehen. Referenzen in Berichten behaupten, dieser Administrator stamme aus der Ebene, in der Augen nicht folgen können. O5 Personal. Das O5-Kommando besitzt seine eigene Mobile Task Force, MTF Alpha 01, die rote rechte Hand. Sie agiert abwechselnd als bester Freund der Foundation-Forscher und als direkte mittelalterliche Inquisition, zusammen mit verschwundenen Menschen, die die O5 nicht mögen. Neben MTF Alpha 1 hat jeder O5 eigenes Personal und Sicherheitsleute. In manchen Fällen sind ihre Mitarbeiter sehr mächtig innerhalb der Foundation. Gewöhnlich haben die persönlichen Mitarbeiter der O5 Stufe 5 Zugang, Taumiel, zu Foundation-Archiven, obwohl sie noch zu speziellen Zugangsprogrammen hinzugefügt werden müssen und nicht den pauschalen Zugriff haben, den die O5 haben. Einige der persönlichen Sekretäre der O5 sind unter den mächtigsten Leuten in der Foundation. Diese Mitarbeiter werden in einigen Berichten Faktotum genannt. Diese Berichte beschreiben einige ihrer bestimmten anomalen Fähigkeiten und dass das O5-Kommando sie persönlich für anomale Veränderungen genehmigt, manchmal um ihnen zu ermöglichen, als bessere Ablenkung oder Leibwächter zu fungieren, aber in direkter Umgehung der offiziellen Foundation-Verfahren. Es gibt andere widersprüchliche Berichte über O5-Personal und ihre Art, die zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden. O5-Ratsmitglieder fixieren sich manchmal auf bestimmte Foundation-Forscher. Viele der bekanntesten Foundation-Doktoren und Agenten standen unter der Beobachtung von einem oder mehreren O5-Mitgliedern, ob bereitwillig oder nicht. Dies endet nicht immer gut für die Menschen, die auf diese Weise bevorzugt werden. Weitere Informationen zum O5-Kommando. Die Ernennung neuer O5 ist zumindest öffentlich so selten, was es legendär macht. Es gibt weiter Gerüchte, möglicherweise wahr, dass manche oder alle der O5-Ratsmitglieder unmenschlich sind oder übernatürliche Kräfte besitzen. Es grassieren auch weiter Gerüchte, dass sie nicht getötet werden können, doch dies ist zumindest teilweise unwahr, da bekannt ist, dass mehrere verstorben sind. Soweit wir sagen können, und wir können falsch liegen, sind alle O5-Ratsmitglieder menschlichen Ursprungs, auch wenn sie nachträglich verändert wurden. Die Minderheit des O5-Rats kann anomale Fähigkeiten oder Eigenschaften haben, wenn Berichten Glauben geschenkt werden kann, in bestimmten Berichten über O5-1 und O5-2. Aber niemand aus dem O5-Rat ist Realitätsbeuger, und die meisten von ihnen sind einfach menschlich. Doch Menschen mit Zugang zum Wasser des Lebens und mit unvorstellbarer Macht. Die O5 greifen selten in die täglichen Prozesse der Foundation oder die Eindämmung von SCP-Objekten ein. Sie tendieren dazu, ein Auge auf Objekte der Keter-Klasse zu haben und Taumiel praktisch sehr genau zu verwalten. Aber manchmal, selten, springen sie in die Dokumentation eines scheinbar zufälligen Objekts der Euklid- oder Sicher-Klasse und machen mit oder ohne Erklärung eine zusammenfassende Beurteilung. Schließlich ist keine Erklärung von ihnen erforderlich. O5-Ratsmitglieder dürfen offiziell nicht mit anomalen Entitäten in Kontakt treten. Dies ist natürlich in der Praxis nicht unbedingt wahr. Zumindest haben alle Mitglieder des O5-Rats nach ausreichender Amtszeit Zugang zu SCP-006, einem Jungbrunnen. Abgesehen davon tendieren die O5 dazu, Regeln zu verbiegen, sogar ihre eigenen Regeln. Manche Berichte legen nahe, dass die O5 regelmäßig ihre Nummern tauschen, entweder ad hoc oder auf Standardbasis. Sie machen üblicherweise Gebrauch von Körperdubeln und anderen Sicherheits- oder Desinformationstechniken. Berichte behaupten auch, dass sich mindestens ein O5 jederzeit im Weltraum befindet.
Ein besonders interessanter Bericht weist darauf hin, dass alle Mitglieder des O5-Kommandos ein Kleidungsstück und/oder Fetischobjekt zu tragen, das aus der Leiche des mächtigsten Realitätsbeugers aller Zeiten hergestellt wurde. Jedes Objekt kann die Realität um ein O5-Mitglied vollständig stabilisieren. Es ist unklar, wie lange dies hält oder ob es ein permanenter Effekt niedrigster Stufe ist. Diese Fetischobjekte sollen auch bestimmte Fähigkeiten verleihen. Was genau diese sind, bleibt unklar, wie auch die Wahrheit dieses Berichts. Eine andere Reihe von Berichten behauptet, dass eine Anzahl humanoider Anomalien Familienmitglieder von O5-Ratsmitgliedern sind und eine fiktive anomale Dokumentation erstellt wurde, um zu rechtfertigen, warum sie unter dem bestmöglichen Schutz stehen. Es gibt auch Behauptungen, dass einige O5 so weit gegangen sind, ihre Familienmitglieder tatsächlich anomal zu verändern, um den Schutz der Foundation durch Eindämmung dauerhaft zu rechtfertigen. Unstimmigkeiten. Einige Berichte aus guter Quelle legen eine bestimmte Mitgliedschaft oder Struktur für den O5-Rat nahe, die in den vorangegangenen Berichten in diesem Dossier nicht angegeben sind. Diese Berichte folgen. Einige Berichte aus guter Quelle legen nahe, dass die meisten Informationen in diesem Dossier eine aufwendige Fassade sind und dass sich die Art des O5-Rats erheblich von dem unterscheidet, was wir denken. Zum Beispiel wird berichtet, dass O5-Mitglieder Außerirdische oder Engel Dämonen einer abrahamitischen Mythologie sind oder einfach überhaupt nicht existieren. Diese Berichte folgen ebenfalls.